Jedes Paar lebt Sexualität auf eine vollkommen andere Art und Weise. Solange beide damit glücklich sind, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Aber was, wenn das Sexleben einfach nicht glücklich macht? Ich bin Kerstin, Psychologin bei InstaHelp, und in diesem Video möchte ich meine Erfahrungen in der Sexualberatung mit dir teilen. Sexualität spielt in den meisten Liebesbeziehungen eine entscheidende Rolle. Ganz einfach, weil Sexualität in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Wir Menschen sind sexuelle Wesen. Wir haben Bedürfnisse, wir haben Triebe. Es ist vollkommen normal, dass wir diese auch in die Beziehung mitbringen und daraus Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen an unsere Partner resultieren. So logisch das auch klingen mag, so schwierig ist es manchmal, darüber zu sprechen und seine Wünsche zu äußern. Sexualberatung ist immer dann sinnvoll, wenn das Thema Sexualität innerhalb der Partnerschaft zu Spannungen führt. Dies kann beispielsweise bei folgenden Themen der Fall sein: unterschiedliche Bedürfnisse, sexuelle Unlust, Orgasmusschwierigkeiten, Erektionsstörungen, Themen rund um Polygamie oder Monogamie, gesellschaftlicher Druck oder vielleicht auch die sexuelle Orientierung. In den meisten Fällen wird die Sexualberatung als Paar in Anspruch genommen. Es kann aber durchaus auch sinnvoll sein, die Beratung für sich alleine zu nutzen, ganz besonders dann, wenn es Themen gibt, die man selbst aus der Vergangenheit mitbringt und einen Einfluss auf die Beziehung ausüben. Welche Themen kann man in der Sexualberatung besprechen? Die Sexualberatung bietet einen geschützten Rahmen, in dem alle Themen rund um Liebe, Leidenschaft und Lust Platz finden. Alles, was für euch momentan wichtig ist also hier erlaubt und gewünscht. Da kann es zum Beispiel um folgende Fragestellungen gehen. Meine Partnerin hat ständig Lust auf Sex. Ich möchte aber nicht. Wie können wir damit umgehen? Ich möchte gerne spezielle Sexstellungen ausprobieren, die meine Partnerin nicht will. Wie können wir hier einen Kompromiss finden? Wir möchten an der Leidenschaft in der Beziehung arbeiten und haben gerade eine Flaute im Bett. Wie können wir das Feuer wieder entfachen? Ich habe gemerkt, dass ich bisexuell bin. Wie kann ich das meinem Partner sagen? Oftmals kann hier ein offenes und ehrliches Gespräch schon eine riesengroße Entlastung sein, weil das Aussprechen der eigenen Gedanken schon sehr viel Druck nimmt. In der Sexualberatung werden besonders sensible Themen besprochen. Umso wichtiger ist es, hier einen geschützten und sicheren Rahmen zu finden, in dem man sich wohlfühlt. Auch die Auswahl einer geeigneten Person, der man sich wirklich öffnen möchte, ist manchmal nicht ganz einfach. Bei InstaHelp unterstützen wir dich hier, indem wir genau die Psychologin oder den Psychologen finden, der ganz perfekt zu deinem Thema passt. Wenn du dich für eine Sexualberatung online entscheidest, dann startet der Beratungsprozess mit einem unverbindlichen Kennenlernen. Hier werden alle Fragen beantwortet, die für dich wichtig sind. Ziele, Erwartungen und Wünsche werden besprochen und ein erster gemeinsamer Blick auf eure mögliche zukünftige Perspektive geworfen. Psychologische Methoden und Modelle kommen zum Einsatz, um euer Ziel Schritt für Schritt zu erreichen. Das könnte beispielsweise sein, mehr Leidenschaft in die Beziehung zu bringen. Die Therapeutin wird euch dabei unterstützen, mögliche Hemmungen abzubauen und herauszufinden, was der Leidenschaft denn eigentlich bei euch im Weg steht. Gemeinsam könnt ihr dann Ideen finden, um das Feuer wieder zu entfachen. Wo liegen die Grenzen der Sexualberatung? Wie auch in der klassischen Paarberatung, so spielt das Thema Freiwilligkeit in der Sexualberatung eine ganz besonders große Rolle. PsychologInnen werden darauf achten, dass alle Gespräche und alle Ideen, die umgesetzt werden, stets auf Freiwilligkeit beider Seiten beruht. Ein häufiges Thema in der Sexualberatung ist die sogenannte Flaute im Bett. Während wir in der ersten Zeit der Beziehung kaum die Finger voneinander lassen können, so nimmt die Leidenschaft im Lauf der Zeit natürlicherweise langsam ab. Eine Sexualberatung zu diesem Thema könnte beispielsweise so ablaufen. Ganz am Anfang steht die Aufklärung. Wusstest du, dass es biologisch gesehen gar nicht möglich ist, ein ganzes Leben lang in ein und dieselbe Person frisch verliebt zu sein? Denn wenn wir verliebt sind, entsteht in unserem gesamten Körper ein wirkliches Chaos. Die Sexualhormone spielen verrückt. Wir empfinden Sehnsucht, Zuneigung, wollen am liebsten die ganze Zeit mit der geliebten Person zusammen sein. Dies ist biologisch gesehen auch durchaus sinnvoll, weil diese Phase dafür sorgt, dass wir uns an unser Gegenüber binden.
Bindungshormone, Sexualhormone werden ausgeschüttet, die uns dabei helfen, über die Schwächen und kleine Mängel des anderen hinwegzusehen und eine stabile Bindung aufzubauen, die uns eine gemeinsame Zukunft ermöglicht. Das ist am Anfang wichtig und schön, aber für immer keinesfalls realistisch, weil wir wahrhaftig verrückt werden würden. Allein dieses Wissen nimmt schon ganz viel Druck. Und Druck, das weiß wahrscheinlich jeder, ist der Lustkiller Nummer 1. An zweiter Stelle steht ein offenes und ehrliches Gespräch. Die sexuelle Lust ist das Resultat eines komplexen chemischen Zusammenspiels und viele Faktoren spielen eine entscheidende Rolle, ob man sich beim Sex wirklich fallen lassen kann. Die Aufgabe eurer Therapeutin wird es also sein, herauszufinden, welche Themen momentan in eurem Leben eine ganz besonders große Rolle spielen. Und dabei geht es keinesfalls nur um Sex, sondern auch andere Stressoren, die für jeden Einzelnen gerade wichtig sind. Themen, die vielleicht gerade in der Luft schweben und nicht besprochen werden. All dies hat einen Einfluss auf die sexuelle Lust. Drittens kann es sinnvoll sein, ein Sexverbot aufzuerlegen. Warum? Weil viele Paare im Laufe der Beziehung verlernen, einfach miteinander zu kuscheln. Manchmal ist es so, dass ein Teil momentan, warum auch immer, einfach keinen Sex möchte. Aus Angst, dass aus jeder Berührung ein Geschlechtsakt resultiert, werden Zuneigungen, Umarmungen, Streicheleinheiten komplett vermieden, was dramatische Folgen haben kann. Denn wenn wir uns nicht berühren, werden keine Bindungshormone ausgeschüttet, wir haben weniger positive Erfahrungen miteinander und leben uns schließlich Stück weit auseinander. Ein erster wichtiger Schritt ist es also, die Zuneigung wieder zu erwecken, sich zu berühren, zu kuscheln, so viel es möglich ist, aber ohne Sexualität. Wenn man möchte, kann man dieses Sexverbot dann auf einige Wochen ausweiten und sich erst Schritt für Schritt wieder an den eigentlichen Geschlechtsakt annähern. Dies kann zum Beispiel so aussehen, dass man sich in der ersten Woche gar nicht in den erogenen Zonen berühren darf, in der zweiten Woche dies vielleicht nur mit einer Feder oder den Fingerspitzen erlaubt ist. Ganz wichtig hier ist es, das Vorgehen an die individuelle Situation der Klienten und Klientinnen anzupassen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie du euer Sexleben aufpeppen kannst? Oder hast du irgendwelche ungeklärten Fragen im Kopf, die du nicht alleine aussprechen möchtest? Dann könnte Sexualberatung für euch genau das Richtige sein. Bei InstaHelp findest du Psychologen und Psychologinnen, die genau auf dieses Thema geschult sind und euch in diesem Prozess gerne unterstützen. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen.